Videospiele werden immer erfolgreicher. Es ist ein Milliardengeschäft, das vielfältiger ist als jemals zuvor. Für Kinder sind Videospiele selbstverständlich. Sie sind mit der Möglichkeit aufgewachsen, Spiele sogar auf einem Telefon spielen zu können. Viele Eltern können die Faszination von Spielen nicht nachvollziehen. Einige haben Angst davor, dass sie ihr Kind negativ beeinflussen. Wenn ihr als Eltern dieses Video guckt, habt ihr den ersten Schritt in die richtige Richtung schon getan. Ihr beschäftigt euch mit dem, was eure Kinder lieben. Im Folgenden möchte ich euch ein paar Dinge vermitteln, die ihr als Eltern wissen solltet. Videospiele sind Kunst. Wie ein Film verbinden Videospiele Geschichten, bewegte Bilder und Musik zu einem Gesamtwerk. Dazu kommt die Interaktivität, durch die eine viel stärkere Verbindung zum Medium geschaffen wird, als es bei einem Buch oder Film jemals möglich wäre. In vielen Spielen ist die eigene Entscheidung etwas wert und wir erleben die jeweiligen Konsequenzen, die sich Autoren für unser Handeln ausgedacht haben. Zusätzlich gibt es Sandbox-Spiele wie Minecraft, in denen wir nahezu komplette Entscheidungsfreiheit haben und uns selbst verwirklichen und sogar im Spiel selbst eigene Kunst schaffen können. Viele Spiele werden inzwischen mit einem Millionenbudget produziert und können die Leistung professioneller Schauspieler und Sprecher enthalten. Zudem verbringen viele kreative Menschen wie Programmierer und 3D-Artists unzählige Stunden damit, virtuelle Welten zu erschaffen und mit Leben zu füllen. Natürlich ist nicht jedes Spiel etwas Besonderes oder ein Meisterwerk, aber es gibt haufenweise Spiele außerordentlicher Qualität, die uns unvergessene Erlebnisse liefern und wie kein anderes Medium Spaß, Abenteuer, Action, Drama und durch Mehrspielermodi auch Freundschaften vertiefen oder schaffen kann. Verdummung durch Videospiele? Kinder sehen immer weniger Fernsehen, spielen dafür aber mehr Spiele. In Computerspielen finden sie Herausforderungen, die sie lösen können. Sie lernen dazu und werden besser in dem, was sie tun. Das Hirn wird gefordert. Natürlich sollten Kinder wie auch Erwachsene dennoch ausreichend Aktivitäten abseits des Bildschirms haben. Aber es bringt nichts, die digitalen Inhalte zu verteufeln oder zu verbieten. Der deutsche Hirnforscher Gerhard Roth sagt zu dem Thema in einem Artikel der Elternzeitschrift Mom dazu: Es gibt nicht den geringsten wissenschaftlich nachvollziehbaren Hinweis und auch keine empirischen oder experimentellen Beweise dafür, dass die Kinder durch den Einsatz digitaler Medien verdummen. Eher ist das Gegenteil der Fall. Entscheidend sei eher, dass sich die Eltern mit den Kindern und ihren genutzten Medien beschäftigen. Es kommt ganz auf die frühe emotionale Förderung des Kindes in der Familie an. Mitspielen. Immer mehr Kinder wachsen mit Eltern auf, die selbst Videospiele spielen oder zumindest mal gespielt haben. Hier ist natürlich schon ein gewisses Verständnis vorhanden. Aber auch Eltern, die noch nie Kontakt mit Videospielen hatten und auch keinerlei Bedürfnis verspüren, mal ein Spiel zu spielen, sollten es ihren Kindern zuliebe mal versuchen. Um Zeit mit ihnen zu verbringen, um Interesse an dem zu zeigen, was ihnen wichtig ist und um wenigstens zu versuchen zu verstehen, was sie daran begeistert. Zusätzlich könnt ihr so eine tiefere Verbindung zu eurem Kind und gemeinsame Erinnerung schaffen. Und vielleicht macht es euch ja sogar ein bisschen Spaß. Gut eignen sich zum Beispiel viele Lego-Spiele, die man nicht nur allein, sondern auch großartig zu zweit spielen kann. Man ist nie zu alt zum Spielen. Das Durchschnittsalter von Spielern steigt ständig. Es gibt hektische oder sehr komplizierte Spiele, die für Anfänger sicherlich nicht gut geeignet sind. Oder auch Spiele, die aufgrund ihrer Gewaltdarstellung keine Begeisterung bei euch auslösen werden. Aber es ist für jeden etwas dabei. Versucht ohne Vorurteile an die Sache ranzugehen und lasst euch auch mal ein paar unterschiedliche Spiele zeigen. Vorurteile. Ihr könnt keinen Eindruck von einem Spiel gewinnen, von dem ihr kurz mal im Vorbeigehen eine Szene zufällig mitbekommt. Wie in Filmen passieren in Spielen die unterschiedlichsten Dinge. Diese können in der Tat brutal oder eklig sein, schockieren oder dumm wirken. Aber Spiele sind oft komplexe Gebilde mit verschiedenen Tätigkeiten und Filmsequenzen, auf die die Spieler keinen Einfluss haben. Lasst euch das Spiel zeigen und nehmt euch etwas Zeit dafür. Dann könnt ihr immer noch entscheiden,
ob ihr das Spiel für geeignet haltet. Altersfreigaben. Die Altersfreigaben auf Verpackungen und in Online-Stores gibt es nicht ohne Grund. Viele Spiele enthalten für Kinder ungeeignete Inhalte. Ein 9-Jähriger sollte sicher keine Spiele spielen, die ab 18 freigegeben sind. Was nicht heißt, dass man die Altersfreigaben streng einhalten muss. Kinder entwickeln sich schließlich unterschiedlich und es ist an euch einzuschätzen, was für euer Kind geeignet ist. Es gibt schließlich genug Möglichkeiten, sich im Internet über Spiele zu informieren. Was die Einstufung angeht, ist die USK etwas lockerer geworden, als es zum Beispiel vor 20 Jahren der Fall war. Ein Spiel wie Monster Hunter World ist in Deutschland ab 12. Das durchaus brutale Kingdom Come Deliverance ist ab 16. Aber es geht auch anders. Manche Spiele sind im Ausland weniger streng bewertet. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ist in anderen Ländern ab 7, bei uns ab 12. Overwatch ist im Ausland ab 12, bei uns ab 16. Call of Duty Ghosts ist im Ausland ab 16, bei uns ab 18. Im Zweifel guckt euch neben der USK-Einstufung auch noch die europäische PEGI-Wertung an, um dann zu entscheiden, ob ein Spiel geeignet sein könnte. Es gibt unterschiedliche Systeme. Nicht alle Konsolen heißen zum Beispiel PlayStation. Das ist kein Sammelbegriff für Konsolen. Aktuelle Systeme sind die sehr weit verbreitete Sony PlayStation 4, die es auch als stärkere Pro-Version gibt. Dann gibt es die Xbox One von Microsoft, die es auch als leistungsfähigere X-Version gibt. Die aktuelle Konsole von Nintendo heißt Switch. Die kann man sowohl mobil als auch am Fernseher nutzen. Dann gibt es noch verschiedene Varianten vom Nintendo DS, die PS Vita und natürlich noch den Gaming-PC. Aber vielleicht hat euer Kind auch noch eine ältere Konsole wie die Xbox 360, PlayStation 3 oder die Nintendo Wii U. Zeigt Interesse, informiert euch und fragt im Zweifel nochmal nach, damit ihr euren Kindern nicht peinlicher seid als ohnehin schon. Spiele kaufen. Videospiele sind ein super Geschenk, zum Geburtstag, zu Weihnachten oder für ein tolles Zeugnis. Aber es funktionieren nicht alle Spiele auf jeder Plattform. Man kann keine PS4-Spiele auf der Xbox One abspielen und Switch-Spiele funktionieren nicht auf dem PC. PS3-Spiele funktionieren nicht auf der PS4, Xbox 360-Spiele können auf der Xbox One funktionieren, aber auch das sollte man vorher prüfen. Zusätzlich gibt es inzwischen auch PS4-Spiele, die nur funktionieren, wenn man ein PlayStation VR-Headset hat. Aber bitte kauft nicht irgendwelche Spiele, ohne euch zu informieren, nur weil euch die Verpackung anspricht. Es gibt unheimlich viele schlechte Spiele. Und nur weil ein Spiel bei eurem Kind nicht im Regal steht, heißt das noch nicht, dass es das Spiel nicht schon hat. Das Spiel könnte auch rein digital auf der Konsole oder dem PC vorhanden sein. Und bringt nicht das Argument, du hast doch schon genug Spiele. Spiele werden alt. Man spielt Singleplayer-Spiele oft nur einmal durch. Auch Multiplayer-Spiele werden irgendwann nicht mehr gespielt. Kinder wollen online mit Freunden zusammenspielen. Und Besitzer von FIFA 16 können leider nicht mit FIFA 18 Spielern online zusammenspielen. Kostenfallen. Früher hat man ein Spiel gekauft und alles war dabei. Man konnte bestimmte Inhalte freispielen oder vielleicht auch mit Cheatcodes freischalten. Inzwischen haben die Hersteller zusätzliche Ingame-Käufe oder auch Mikrotransaktionen genannt, großflächig durchgesetzt. Das können je nach Spiel kosmetische Gegenstände sein oder Dinge, die einem im Spiel einen Vorteil verschaffen. Hierfür soll man dann echtes Geld bezahlen. Meist sind es kleine Beträge. Aber es kann sich läppern und einige Spiele haben Glücksspielmechanismen oder bestimmte Mechaniken eingebaut, die einen dazu verleiten sollen, mehr Geld auszugeben. Was lange Zeit nur in kostenlosen Handyspielen eingebaut war, findet immer mehr Einzug in Vollpreisspiele. Sprecht mit euren Kindern darüber und achtet darauf, dass die Kreditkarte nicht ohne Passwort hinterlegt ist, da eure Kinder sonst nach Lust und Laune Ingame-Items shoppen können. Verhalten beim Online-Gaming. Denkt daran, dass eure Kinder online mit oder gegen andere Menschen irgendwo in Deutschland oder woanders auf der Welt spielen.
Hier findet man langfristige Spielkameraden und manchmal auch echte Freundschaften. Aber ihr solltet auch darauf achten, dass eure Kinder keine anderen Leute online beleidigen, bedrohen oder ähnliches. Eine freundliche Community in Spielen ist besser für jeden. Auch online kann man nett und hilfsbereit sein, denn es sind echte Menschen mit Gefühlen auf der anderen Seite der Leitung. Pausen. Natürlich ist es sinnvoll, beim Spielen ab und zu mal eine Pause einzulegen und nicht viele Stunden am Stück zu spielen. Aber man kann leider nicht jederzeit auf Pause drücken. Besonders bei Online-Spielen ist das mittendrin nicht möglich. Einfach weggehen kann zum Beispiel einen mühsam erspielten Rang kosten oder wird die Wut der Mitspieler auf dein Kind ziehen, die ohne seine Hilfe im Spiel unterlegen sein werden. Aber auch bei Singleplayer-Spielen gibt es leider immer noch die nicht pausierbaren Zwischensequenzen. Also lasst euer Kind das Video noch zu Ende gucken oder das aktuelle Online-Match zu Ende bringen. Das Essen wird schon nicht so schnell kalt werden. Wenn ihr euch weiterhin über Spiele für eure Kinder informieren möchtet, schaut doch noch das Video an, welches ich oben verlinkt habe, und abonniert am besten den Kanal für weitere Spieletipps. Und nochmal zu den Kindern, die dieses Video jetzt gucken: Was ist es, das eure Eltern zum Thema Games wissen sollten oder einfach nicht verstehen können? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!